lonesome dripping, 'cause we're spending the night, and it feels alright, but it's over now. Time keeps slipping, with your skin next to mine, and your lips I can fight, but it's... Hallo, herzlich willkommen hier heute zu Conny dekoriert. Und? Micha dabei, der Kameramann. Ganz dufte. Ganz dufte, es duftet. Dreimal hat er gesagt von drüben, wow, das riecht aber wirklich. Also es riecht wirklich wunderschön. Und das ist nämlich unser Thema heute. Ein bepflanztes Metallherz mit all den Kräutern, Altkräuter nicht, aber mit einigen Kräutern aus dem Garten und auch schon teilweise verblühter Lavendel. Aber das haben wir heute echt eine Resteverwertung gemacht. Und das gefällt uns sehr gut. Und wenn euch das Thema interessiert, bleibt dran, weil das zeigen wir euch jetzt. Und hier haben wir die Basis. Guck mal, Micha. Das ist so schön. Das hatten wir, ich glaube, im Januar, Februar mit Tulpen gesteckt und im Flur gehängt. Jetzt hatten wir das draußen bepflanzt. Und ich finde das wirklich wunderbar. Und gerade jetzt mit den Kräutern passt das auch mit dem Vintage-Look. Und das wird heute bestückt mit den ganzen Kräutern und Pflanzen aus unserem Garten. Und da war ich nämlich eben gerade noch. Und es ist unheimlich viel verregnet. Aber guck mal hier, die wunderschönen Disteln. Ich konnte jetzt nicht alle abmachen, weil noch nicht alle aufgeploppt sind. Und die würde ich gerne noch stehen lassen und dann schneiden, wenn sie fertig sind. Und dann kommen die auch hier mit in dieses Herzchen rein. Dann habe ich wie immer, es duftet so wundervoll, finde ich auch, den Salbei und ein bisschen Frauenmantel. Wir haben unheimlich viel Frauenmantel, der war wunderschön. Aber jetzt ist er tatsächlich auch sehr verblüht und verregnet. Dann haben wir, oder ich, eben gerade hier nochmal von dem Rosmarin noch ordentlich was abgeschnitten. Und die allerletzten Reste von dem Lavendel, der ist jetzt gerade hier unten. Genau, den hole ich nochmal eben hoch. Ich finde, der passt auch nochmal. Ist auch schon relativ verblüht, nämlich, ja. Aber ich finde, das können wir doch noch ganz gut mit einbauen. Dann habe ich hier hinten auch von uns getrocknet den Eukalyptus, finde ich wunderschön. Und auch noch unser Getreide, wieder Hafer, Weizen und Roggen, weiß ich gar nicht, ob der dabei ist. Doch, da ist der Roggen und die Gerste, richtig. Und was haben wir noch? Ein bisschen Band, Natur-Jute-Band, so wie das Bastband in lila. Und da krabbelt es hier oben drauf, ein Steckmosi, und zwar das Trockensteckmoos. Und eine Schere, ein Messer und noch ein Rest Trockenblumen, die ich habe. Und ich würde sagen, es geht los. Schneiden zuerst. Erstmal gucken von der Breite, wie viel ich abschneiden muss. Und es wird jetzt laut. Ich schneide jetzt einmal das Moos durch. Ein Stück abgeschnitten und es passt wunderbar. Ich habe jetzt hier beide drinne. Jetzt bin ich noch am Überlegen, ob ich noch ein bisschen Höhe mit reinnehme oder ob das reicht. Aber ich glaube, es reicht. Also das werde ich jetzt gleich beim Bestücken merken. Und dann kann ich ja immer noch ein bisschen Höhe mit einem anderen Steckmoos noch mit oben rauf machen. Aber ich probiere das erstmal und ich fange an mit dem Eukalyptus. Ich schneide mir den jetzt ab und stecke mir den jetzt einfach hier rundherum, weil die Idee ist, auch nach unten hin zu stecken. Und ich werde jetzt anfangen, erstmal mit dem Eukalyptus den jetzt hier überall reinzustecken. You brought out the best in me. We had everything we needed. Die kleinen kann man jetzt so super nochmal dazwischen stecken, als kleine Füller oder hier von vorne nochmal. Das heißt, ich verwerte jetzt die kompletten Eukalyptusäste auf. Wer das mag, der kann den Eukalyptus jetzt auch wunderbar ansprühen mit Farbe. Sieht auch immer sehr schön aus. Aber ich finde, dieses Natürliche passt unheimlich gut jetzt zu diesem Vintage-Herz. Und deswegen lasse ich den ruhig auch so die ein bisschen braun geworden sind, lasse ich und stecke mir den hier einfach rein.
아주 우연히 듣게 된 그 노래 나도 모르게 Eukalyptus ist drin und jetzt nehme ich als nächstes den Rosmarin und werde den jetzt auch wieder so auf die Länge kürzen und den auch wieder hier einfach mit reinstecken. Und das ist natürlich hier jetzt ein ganz guter Füller und der bringt natürlich jetzt wunderschönes Grün mit rein in die Deko. Der Salbei, da mache ich jetzt hier diese leicht gelblichen Blätter mache ich mir ab und cutte mir den auch und werde auch den jetzt hier wieder richtig schön mit einarbeiten. Der hat doch schon fast so die Farbe von dem Eukalyptus hier, ne? Ja. Ruhig ein bisschen nach vorne hin. Ich es immer schön schräg anschneiden, dann kann man das nämlich wunderbar hier in die Steckmasse mit reinpieksen. Und guck mal, wie wunderschön der aussieht. Ich mag das Grün ja auch so gerne. Und da war ich eben ein bisschen in der Mitte. Aber ja, so ist es wunderbar. Und was echt perfekt ist, und ich finde, das ist wirklich super hier mit dem Salbei, der bringt jetzt natürlich richtig gut Volumen und ihr könnt das jetzt super damit ausdekorieren und ja, verschmücken. Frauenmantel, egal. Ich finde, der gibt nochmal jetzt so richtig einen tollen Farbklecks hier mit rein, auch wenn er ein bisschen verblüht ist. Guck mal, wie schön der ist. Ja. Und dann machen wir einfach so ein paar mit rein, oder? Also Micha ist gerade drüben am Schneiden und er sagte eben schon zu mir, wow, wie das duftet. Bis im nächsten Raum. Wahnsinn, oder? Ja. Genau, und wir wollen nämlich diese Deko-Idee gerne über dem Wohnzimmertisch, weil wir haben da keine Lampe, weil da kein Anschluss ist. Und deswegen haben wir gedacht, machen wir einfach mal so eine richtig tolle Kräuterkugel aus dem Garten mit Geruch und wo wir uns jeden Tag dran erfreuen können. Und da sie ja eben über uns hängt, ist es natürlich wichtig, dass man jetzt hier unten auch alles richtig schön bestückt. Und das machen wir jetzt nochmal eben. Eukalyptus haben wir, Salbei haben wir, Rosmarin und Frauenmantel. Und jetzt haben wir hier diese 3 Disteln, die bei uns aus dem Garten sind. Die finde ich auch total schön, guck mal. Und die machen wir, das sind ja schon Highlights, weil das eben auch farbige Blüten oder ja, Farbe mit reinbringen. Die kommen hier oben mit rein. So, und jetzt kommt das Getreide, so wie der Hafer. Und alles das, was wir jetzt nämlich noch haben, wird jetzt hier, also alles nicht, aber der Hafer, die Gerste und der Weizen, das wird jetzt hier überall noch mit in die Lücken reingemacht. You brought out the best in me. We had everything we needed. You put me aside. Jetzt nehme ich den Lavendel, jetzt haben wir wirklich alles drin. Guck mal, Micha, wir zeigen euch das nochmal. Also wirklich, jetzt haben wir auch den Hafer, die Gerste, den Roggen und das Weizen. Alles mit reingesteckt, also nicht alles, was wir hatten, aber das so, wie wir dachten. Ich habe sogar noch ein bisschen den Eukalyptus ein bisschen runtergesteckt, weil ich gemerkt habe, das war einfach noch zu weit, stand das nach draußen hin. Aber ich finde dieses Wirre, finde ich eigentlich total schön. Aber was toll ist, es ist wirklich alles aus dem Garten bei uns, außer das Getreide. Und es riecht fantastisch. Also es ist wirklich wunderschön. Und ich nehme jetzt den Lavendel, mache mir jetzt hier so ein kleines Büschelchen und gehe hier mit dem Bindedraht ein bisschen rum. Mache mir ein bisschen ab. Habe mir mit dem Seitenschneider jetzt was abgemacht. Verzwirbel den Rest auch. Und jetzt werde ich auch den Draht noch mal so ein bisschen miteinander verzwirbeln, dass er so ein bisschen Stabilität bekommt. Und werde jetzt den hier so in unser Herzchen mit rein dekorieren. Da kann man das auch wunderbar hier überall mit. Guck mal, das ist doch hübsch. So, und da ist es, unser Thema heute. Bepflanztes Herz mit ganz vielen Kräutern aus dem Garten, bisschen Getreide und das gefällt uns wirklich gut. Und das riecht fantastisch. Und ich glaube, wir haben jetzt den Lichterkranz hier weggenommen. Ich glaube, es bleibt tatsächlich hier bei uns im Esszimmer einfach so hängen. Weil es ist wirklich wunderschön und
sehr präsent auch hier bei uns mitten im Raum. Ihr Lieben, und wenn das Thema euch heute inspiriert hat, würden wir uns sehr über einen Daumen hoch. Wenn ihr uns noch nicht abonniert habt, abonniert uns doch mal, einfach mal die Glocke aktivieren, dann bekommt ihr auch immer Info, wenn ein neues Video online ist. Hier unten in der Videobeschreibung findet ihr auch den Link zu unserer Homepage und dort findet ihr ganz viele Fotos und Dekoartikel, wenn ihr irgendwas sucht. Also ihr Lieben, ich freue mich auf die Tage mit euch, eure Conny und Euer Micha. bis dann. Tschüss. Tschüss. And turn out the lights.